In dem heutigen Video zeige ich euch, wie man ein richtig leckeres, saftiges und köstliches Kürbisbrot für zu Hause macht. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier bei meinem Hefekanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Fangen wir mal direkt an. 300 Gramm Dinkelmehl sind hier jetzt in der Schüssel. Dazu hinkommen noch 200 Gramm Dinkel Vollkornmehl. Habt ihr keinen Dinkel, dann nehmt ihr dann natürlich Weizenmehl, das funktioniert genauso. Und dann habe ich hier noch einen Esslöffel Balsamico-Essig. Die nächste Zutat könnt ihr nicht ersetzen, die ist perfekt und macht das Brot einzigartig: Hefewasser. Wieso ich meine Hefe selber mache, wie das Ganze funktioniert und Tipps und Tricks findet ihr oben rechts unter dem i. Dann haben wir hier noch Kürbiskernöl. Die genauen Rezeptangaben findet ihr wie immer unten unter diesem Video, ebenso wie viele hilfreiche Informationen noch. Ein bisschen Salz darf natürlich nicht fehlen. So. Und dann habe ich hier Kürbismus. Wie ich das herstelle, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ich verlinke euch das Video und es ist total einfach. Bei mir ist es ein bisschen trockener geworden, das ist aber nicht schlimm. Normalerweise ist das ein bisschen saftiger. Und das Ganze geht jetzt direkt ab in den Mixer. So, einmal schön durchmixen. Bei Dinkelmehl ist es ganz wichtig, dass ihr maximal 5 bis 8 Minuten knetet. Bei Weizenmehl dürfen es ruhig 10 bis 15 Minuten sein. Das liegt an dem schwachen Glutengerüst. So, und wenn der Teig fertig ist, gebe ich das jetzt hier in eine meiner Pyrex-Schüsseln. Auch die sind unten unter diesem Video verlinkt. Dann kommt ein Deckel drauf und der ganze Teig bleibt so lange zugedeckt stehen, bis der Teig aufgegangen ist. Habt ihr das noch nicht gemacht? Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann erfahrt ihr immer, sobald ein neues Video online ist und könnt euch nochmal über neue Folgen freuen. Und für diejenigen, die noch ein bisschen mehr wollen, werdet Mitglied, dann habt ihr nochmal ein paar Zusatzfeatures und auch nochmal extra Videos nur für euch. So, der nächste Tag hier bei mir, der Teig ist richtig schön aufgegangen. Das Hefewasser hat eine tolle Arbeit geleistet. Wenn euer Hefewasser noch ganz frisch ist, seid da nicht ungeduldig, gebt dem Teig wirklich genügend Zeit. Und ich falte ihn jetzt von jeder Seite einmal, um einmal Spannung auf die Außenhaut zu bringen. Dadurch habt ihr später ein größeres Volumen. So, das sieht doch toll aus. Und obwohl ich mit Hefewasser heute den Teig gemacht habe, ist er nicht so weich. Gerade für die Anfänger ist das manchmal ein bisschen schwierig. Teige mit der selbst hergestellten Hefe schwimmen manchmal so ein bisschen. Könnt ihr ganz gut sehen bei meinem Video zum Beispiel mit dem Hefezopf. Das verlinke ich euch oben rechts. Aber habt ein bisschen Geduld und ich gebe euch immer die bestmöglichsten Rezepte an die Hand. Es gibt wirklich schon ganz viel zu sehen. Schaut euch wirklich auch immer mal die Playlists an. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas unklar ist, schreibt mir gerne. Da haben die Mitglieder zum Beispiel einen Vorteil, die kriegen in kürzester Zeit immer noch mal eine Rückmeldung. Also lohnt es sich da vielleicht auch noch mal kurz einen Blick drauf zu werfen. Und achtet darauf, wenn ihr den Brotteig in Form bringt, dass ihr wirklich die Enden verschließt. Zur Not, wie ihr schon bei mir gesehen habt, auch eben zuknipst. Denn ansonsten kann es euch passieren, dass der Teig beim Backen noch mal eben aufplatzt. Und zwar dort, wo wir es nicht haben wollen. Und das soll nicht passieren. Deswegen knipse ich jetzt hier noch mal ein bisschen nach, forme es noch mal ein bisschen. Und als Dekoration für das Brot habe ich mir heute diese feinen Haferflocken ausgesucht. Einfach vom Kontrast her. Ihr könnt selbstverständlich auch zum Beispiel Kürbiskerne verwenden. Dafür besprühe ich jetzt hier eben mit meiner Wasserflasche das Brot, dass es ein bisschen besser klebt. Ihr könnt das auch mit einem Pinsel auftragen, ganz wie ihr wollt. Und dann wälze ich das so ein bisschen. Zack. Tja, das sieht doch gut aus. Das sieht wirklich richtig toll aus. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig beim Handling. Ich will hier nicht überall irgendwie was kaputt machen. Die Videos für euch sind für mich immer ganz aufregend. Ich bin immer ganz zaghaft. So, an einige Stellen patsche ich da noch mal was hin. Das sieht doch gut aus. Den Backofen heize ich immer auf Ober- und Unterhitze und dann immer vor. Die genauen Temperaturen schreibe ich euch noch mal unten rein. Ich stelle dazu noch eine Schüssel mit Wasser und schneide das Brot richtig schön tief ein. So am besten einen halben Zentimeter. So, noch mal ein bisschen nachschneiden. Soll ja ordentlich werden. Und dann, wenn es noch mal ein paar Minuten gegangen ist, so eine halbe Stunde, könnt ihr euch das Ergebnis anschauen. Hier.
So sieht das Ganze aus. Das Grün ist verschwunden. Es sieht sehr schön braun und knusprig aus. Wollt ihr jetzt mal sehen, wie der Anschnitt ist? Ja, gucken wir doch mal. Hier nochmal eben der Dank an meine Mitglieder. Toll, dass ihr da seid und mich immer so toll unterstützt. Ich bin wirklich ganz froh über eure Anwesenheit hier und dass ich die Möglichkeit habe, euch auch immer mal wieder was Gutes zu tun. Vielen Dank, auf jeden Fall ganz recht herzlich. So, und schaut mal, das Kürbisbrot, das lässt sich doch richtig toll aufschneiden. Wie weiche Butter. Also ihr könnt sehen, meine linke Hand, die hält nur ganz sanft das Brot fest. Also da muss ich keine Kraft groß aufwenden. Und es war tatsächlich ruckzuck weg und aufgegessen. Es ist schön saftig, lecker. Mm. Ich habe übrigens noch eine Idee für ein Kürbisrezept, aber das seht ihr die Tage nochmal. Guckt mal. Schön fein geport, also perfekte Porung hier. Ich bin schon gespannt, wie es euch gelingt. Lasst es mich auf jeden Fall einmal wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. Teilt das Video, damit noch mehr sehen, wie einfach und unkompliziert das Backen hier mit dem Hefewasser ist. Und schaut mal, das ist wirklich total weich. Außen eine ganz feine Kruste, innen schön saftig. Bald bin ich wieder für euch zurück und sende euch liebe Grüße, eure Emma.